bin gespannt. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mir darunter vorstellen muss. Aber das werden Sie mir erzählen, ne? Ja, gern. Okay, ja, ich muss aber wirklich sagen, ne, ich bin kein Experte. Nein. Also, ne? Sie sind woanders Experte. Ja, Okay. mal mehr, mal weniger, aber das stimmt. Ja. Und hier wird die Geschichte des Neubaus eigentlich erzählt. Auf diesem Tisch sehen Sie nämlich genau das Museum, wenn man näher oder weiter wegkommt. Sie sehen es hier, es sind eben diese Mosaiksteinchen. Und jetzt kommt die Preisfrage. Wie viele genau? Mhm. Naja, was werden es sein? Ja, das werden ja 1,5 Millionen sein. Weniger. Weniger? Viel weniger? Ja, 750.000? das ist noch ein bisschen weniger. So, das ist wenig, noch weniger? Ja. Sagt Also es dann sind einer- über 623.000. Es sind 20 Graustufen, die Ringbebauung und wer sitzt da? Rumherum, alle, die so immer streng aussehen, weiße Kragen, das sind alles wichtige Sammler aus dem 19. Jahrhundert. Aber wir sehen ja auch zeitgenössische Figuren. Wir sehen Kinder, die spielen mit Weltkugeln. Das ist ein Kunstwerk von Stefan Huber. Wir sehen dort das Geburtshaus, das ist wie seine Signatur. Wir sehen einen Freischwinger, wir sehen 2 Kameras und wir sehen sogar 2 Fußbälle. Ich war schon ab und zu mal im Museum, ohne dass ich jetzt ein besonders gesteigertes Interesse oder auch eine besonders gesteigerte Kenntnis darüber hätte. Und das Interessante ist eigentlich, dass man natürlich bei so einer Führung logischerweise dann mal gesagt bekommt, worauf man achten soll. Und dann sieht man auch ein bisschen mehr auf den Bildern, als wenn man jetzt einfach selbst ins Museum geht und so als Laie sich das Ganze anguckt. Jetzt sind wir im 16. Jahrhundert und dieses Bild, vor dem wir stehen, ist tatsächlich das Auftragswerk einer bis heute noch unbekannten reichen Familie aus Leipzig. Dieses Bild ist gefunden worden im 19. Jahrhundert in der Nikolaikirche auf dem Dachboden. Wir haben sogenannte Hubs, das sind also Knotenpunkte, die haben wir entwickelt, gemeinsam mit Menschen, die nicht eingeschränkt sind in der Sehtechnikkeit. Man kann das fühlen, sieht auch einfach den Text, man hat hier auch im Brei, man kann auch sich eine Bildbeschreibung noch anhören. Und was ganz schön ist, dass man auch so einen Maßstab sieht, wie groß das Bild ist und ein Mensch und was dann da noch so dargestellt wird. Erhalten sich die Farben so wie die? Ja, das war es ja eben. Also es ist auf dem Kirchboden gefunden worden. Es war in einem grottenschlechten Zustand. Also es wird dann erst grundiert und bearbeitet. Und das Allerwichtigste ist, Staub ist nicht schwierig, aber Feuchtigkeit und zu viel Licht. Und hier ist eins unserer rätselhaftesten. Wir gehen jetzt noch mal ein ganzes Stück zurück. Also wir kennen den Künstler nicht und hier geht es wohl höchstwahrscheinlich, es heißt, der Liebeszauber ist immer sehr gern gefragt, weil dieses Bild auch immer noch sehr viele Rätsel aufgibt. Was macht denn jetzt ein gutes Bild aus? Also welche Bilder werden denn hier ausgestellt? Das macht einen guten Fußballspieler aus. Ja. Für mich ganz persönlich ist ein gutes Bild, was mich beschäftigt. Manchmal auch eins, was mir erst gar nicht gefällt. Aber ich mich damit auseinandersetze und dann unterscheide ich natürlich, was habe ich zu Hause. Es ist ein Bild, mit dem ich leben will. Und da ist mir wurscht, was es ist. Ne? Ich frage mich nur dann manchmal trotzdem, was wird von Fachleuten anerkannt als gut? Oder Sie werden wahrscheinlich auch bei irgendwelchen Künstlern sagen, okay, das ist jetzt... Es ist in der alten Kunst einfacher als in der zeitgenössischen Kunst. Und es ist halt so, dass es dann eben so Namen gibt wie Dürer. Und das ist eben natürlich so das große Vorbild gewesen und so weiter. Und zur Qualität gehört natürlich auch mal der Zustand und was man hat. Das ist Caspar David Das Friedrich. ist eben Caspar Das David ist er. Friedrich, der da unten war. Und Ja. hier ist er eben auch noch mal. Und hier sind wir eben auch in den Sammlungsräumen von Maximilian Speck von Sternburg, den wir unten auch auf dem Mosaik gesehen haben. Also jetzt haben wir überwiegend ja Bilder gesehen, die schon so 100, 200, teilweise 400 Jahre alt sind und wo natürlich dann auch ja, eine gewisse Zeichensprache in den Bildern vorkommt. Und das würde man als Laie, glaube ich, nicht erkennen. Wenn man jetzt Kunsthistorikerin ist oder sich mit Bildern auskennt, dann weiß man eben, dass vieles auf religiöse Aspekte verweist oder ja, Zeichensprache unterliegt. Und ja, das ist jetzt mal so, habe ich hier heute gelernt. Also das wusste ich vorher so jetzt auch nicht. Sehr schön, ja, sehr interessant, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Sehr beeindruckend. Wie gesagt, ich verstehe davon nichts, aber es ist sehr beeindruckend. Ja, es ist eine komplett andere Welt, aber man muss halt auch für etwas brennen. Absolut, ja, klar.